Schönen guten Tag zu Beginn der neuen Woche, diesmal mit einer offensichtlich drängenden Frage. Was läuft gerade aktuell schief in diesem Land? Es läuft auf alle etwas schief und nicht wenig. Es gab Krawalle in Stuttgart, jetzt gab es die Krawalle in Frankfurt auf dem Opernplatz. Selbstverständlich ist das alles absolut inakzeptabel, für eine Gesellschaft nicht hinnehmbar. Es muss gehandelt werden, aber das ist leicht gesagt und schwer getan. Natürlich muss die Polizei jetzt nicht nur die akuten Fälle aufklären, das ist oberstes Gebot, aber sie muss auch eine tiefergehende Ursachenforschung betreiben. Wer sind die Randalierer? Woher kamen sie? Im Frankfurter Fall gab es angeblich regelrechte Sternfahrten auch aus anderen Städten Richtung Opernplatz und dort ging es dann zur Sache. All das muss ebenso koordiniert aus allen Richtungen aufgearbeitet werden und im Zweifel muss man auch ganz klar Ross und Reiter nennen. Wer ist da aktiv? Wer schlägt da über die Stränge? Weil auch nur diese Klarheit bei der Klärung hilft. Wer verabredet sich zur Randale? Wer testet unsere Sicherheitskräfte systematisch aus? Sie werden getestet. Da werden Erinnerungen an die Kölner Silvesternacht wach. Die Randalierer nutzen ganz offensichtlich die Freiräume, die man ihnen lässt und die sie haben. Natürlich ist das zu Beginn eine Frage von Prävention. Schon im Vorfeld muss viel getan werden, bevor sich solche Risiken so klumpen. Es ist eine Frage von Planung und auch von Konsequenz, wenn es dann doch schief geht. Aber es kommt noch etwas weiteres hinzu. Aktuell könnte es kaum einen fataleren Zeitpunkt geben. Die Polizei, vor allem die hessische, wird von Vorwürfen und Skandalen erschüttert, sei es die Rassismusdebatte, sei es der sogenannte NSU 2.0. Bei beiden Themen verbietet sich ein Generalverdacht. Unsere Polizei ist als Ganzes weder rassistisch noch ist sie rechtsradikal, aber sie ist verunsichert und auch erkennbar verärgert und verunsichert über die anhaltende Nichtaufklärung dieser Vorwürfe und auch über die politische Führung, die ein schwaches Bild abgibt. Und jetzt stelle man sich vor, in einer solchen Situation gibt es in Frankfurt oder auch andernorts einen richtig harten Polizeieinsatz, der vielleicht noch weiter eskaliert, als es am Wochenende ohnehin schon eskaliert ist. Die Bilder und die Schlagzeilen, die dabei herauskommen, braucht kein Mensch und die will auch kein Mensch, die Polizei als allerletzte. Ja, trotzdem muss etwas passieren. Aber was? Erstens, die Städte müssen, wenn es aktuell nicht anders geht, neuralgische Punkte, sei es am Wochenende oder zu bestimmten Uhrzeiten, zu Sperrzonen erklären, wenn man der Sache nicht mehr anders Herr wird. Zweitens, die Polizei muss komplett handlungsfähig bleiben oder wieder werden. Die schwarzen Schafe in den eigenen Reihen müssen enttarnt und aus dem Dienst entfernt werden und das Ganze bitte mit besserer politischer Führung. Das bisherige Bild, was vor allen Dingen der hessische Innenminister abgibt, ist vorsichtig formuliert suboptimal. Aber es gibt auch noch eine dritte, eine gesellschaftliche Ebene. Die Gesellschaft, also wir, muss sich klar darüber werden, welche Polizei sie eigentlich haben will. Eine Polizei, die Dinge erst einmal lange laufen lässt, versucht mit anderen Maßnahmen der Dinge Herr zu werden. Das birgt die Gefahr, dass man mitunter Dinge zu lange laufen lässt. Oder will man eine Polizei, die früher robust einschreitet? Dann darf man aber den Beamten, die wieder einmal für Dinge, die erkennbar in bestimmten Milieus oder auch in guten Elternhäusern falsch gelaufen sind, die Knochen hinhalten. Diesen Beamten, die dann die Knochen hinhalten, denen darf man im Nachgang nicht noch einen Strick daraus drehen und mit welchen Generalvorwürfen auch immer überziehen. Auch das gehört zur Wahrheit. Wer sich vor all diesen Wahrheiten drückt, wer sie nicht sehen will, wer sie nicht hören will, dem fliegt das Verdrängte, das Wahre irgendwann krachend durch die Glasscheibe entgegen oder noch Schlimmeres passiert wie am Wochenende in Frankfurt.